Hallo zusammen! Habt ihr schon einmal Fröbelsterne aus Stoff gearbeitet? Das ist fast schon leichter als aus Papier. Wie das genau geht und worauf ihr achten müsst, das erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke, schön, dass ihr dabei seid. Für unsere Fröbelsterne brauchen wir eine Schneidematte, 2 Lineale, einen Rollschneider, verschiedene Stoffe. Stoffreste eignen sich hervorragend. Auch die letzten Streifen von übrig gebliebenen Jelly Rolls sind ganz wunderbar dafür. Wir brauchen ein beidseitig klebendes Vlies, ein Bügeleisen, 8 Sicherheitsnadeln, 4 Clip, um daraus unsere Fröbelsterne herzustellen. Den ersten Stoff schlagen wir mit der linken Seite nach oben vor uns auf. Wir legen unsere einseitig klebende Fließeinlage auf die linke Stoffseite, bügeln sie gut fest, reißen sie mit einer Stecknadel an und ziehen das Trägerpapier ab. Die nun klebende linke Stoffseite legen wir auf die linke Seite eines zweiten Stoffes. Wir bügeln beide Stoffe fest zusammen, sodass wir einen Stoff mit 2 unterschiedlich farbenen Seiten erhalten. Für unsere Jelly Roll brauchen wir einen einseitig beschichteten Stoff. Den bereiten wir vor, wie gerade im Beispiel. Wir haben die Klebeseite oben und wir legen nun Streifen für Streifen auf unseren unteren beschichteten Stoff. Zum Bügeln legen wir ein altes Trägerpapier noch einmal über unsere Streifen und bügeln nun längst. Wir bügeln nicht quer, dann würden wir die Stoffstreifen wieder verschieben. Wir bügeln längst, damit die Streifen genau richtig ausgerichtet bleiben und ziehen dieses Trägerpapier nun wieder ab. Wir schneiden unsere Streifen genau auf Streifenbreite aus. Haben unsere Streifen einen gezackten Rand, so schneiden wir den gezackten Rand ab. Jeden einzelnen Jelly Roll Streifen, in der Regel sind die 110 cm lang, 100 cm reicht auch völlig, schneiden wir noch einmal in der Mitte durch. Unsere Streifen sind 2,5 Inch breit, also ca. 6,5 cm. Und wir teilen den Streifen auf 1,25 Inch, wären also 3,25 cm. Daher messe ich mit dem Inch-Lineal und schneide dann mit dem Zentimeter-Lineal ab. Das ist ein bisschen länger und hält mir die ganze Stofflänge gut fest. Die Sterne aus unseren so vorbereiteten Jelly Roll Streifen werden ca. 6 Inch oder 15 cm groß. Für unseren großen Stern brauchen wir eine Stofflänge von 28 Inch oder 71 cm. Unser Stern erhält eine Endgröße von 4,5 Inch oder 12,5 cm. Wir schneiden unsere ca. 71 cm lange Stoffbahn in 1 Inch oder 2,5 cm breite Streifen. Für einen Stern brauchen wir 4 Stoffstreifen. Liebe Abonnenten, vielen Dank, dass ihr meinen Kanal abonniert habt und dass ihr mir somit die Möglichkeit gibt, hier weiterzumachen. Wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt das einfach in die Kommentare und ich versuche dazu dann passend für euch Videos zu drehen. Wenn ihr den Kanal gerne abonnieren möchtet, dann klickt einfach unten links auf mein Nähmaschinen-Logo oder klickt den Abo-Balken unter dem Video an. Geschafft! Für unseren kleinen Stern brauchen wir eine Stoffbahn mit einer Länge von 19,5 Inch oder 49 cm. Diese Stoffbahn teilen wir in Streifen von einem halben Inch oder 1,5 cm Breite. Unser fertiger Stern erhält eine Größe von 2,25 Inch oder 6 cm.
Vor dem Falten bügeln wir unsere einzelnen Streifen noch einmal ab, damit wir sicher sind, dass beide Stoffe gut zusammengeklebt sind. Wir falten unseren Streifen auf die Hälfte und bügeln den Bruch gut ein. Wir brauchen 2 Streifen mit der dunklen Seite außen und 2 Streifen mit der hellen Seite nach außen. An allen Enden bringen wir Sicherheitsnadeln an. Wir falten unseren Fröbelstern aus 2 hellen und 2 dunklen Stoffstreifen. Den ersten dunklen Stoffstreifen legen wir mit der geschlossenen Seite links quer vor uns hin. Den zweiten hellen Streifen legen wir längs über den ersten Streifen. Die geschlossene Seite liegt oben. Die offenen Seiten zeigen zu uns. Wir öffnen den hellen Streifen, legen beide dunklen Streifen hinein und schlagen den zuvor eingebügelten Bruch über beide dunkle Streifen zurück. Der helle Stoffstreifen ist nun über beide dunkle Stoffstreifen eingehängt und die offenen Seiten zeigen weiterhin zu uns. Die Öffnungen unseres ersten dunklen Streifens zeigen nach rechts. Bei dem zweiten dunklen Streifen zeigt die geschlossene Seite nach rechts und die offenen Seiten nach links. Wir klappen den zweiten dunklen Streifen auf, legen beide hellen Streifen hinein und wir klappen unseren dunklen Streifen wieder darüber, sodass er ebenfalls eingehängt ist. Wir greifen den nächsten hellen Streifen. Die geschlossene Seite zeigt nun zu uns und die offenen Seiten zeigen von uns weg. Wir klappen den Streifen auf, legen die beiden dunklen Streifen hinein und klappen den hellen Streifen zurück, sodass auch dieser eingehängt ist. Nur der vierte Streifen ist nur noch lose, den müssen wir noch einhängen. Das heißt, wir nehmen beide hellen Stoffenden, wir öffnen die Schlaufe von dem ersten Streifen und ziehen die zweiten hellen Streifen durch die entstandene Öffnung. Nun können wir unser Kreuz festziehen. Das ist der erste Schritt. Jetzt greifen wir unser rechtes Band, falten das einmal zurück, greifen das obere Band, schlagen das über das gerade umgeschlagene Band, nehmen das linke Band, schlagen das über das gerade umgeschlagene Band, nehmen das untere Band und ziehen das durch die Schlaufe des ersten Bandes. Wir legen das nicht nur oben drüber, dann hätte das keinen Halt. Wir öffnen die Schlaufe von dem zuerst umgelegten Band und fädeln einmal ein dunkles Band hindurch. Wir bügeln das Ganze und haben jetzt zu jeder Seite 2 Bänder liegen. Nun möchten wir die ersten Zacken vom Stern falten. Wenn wir die erste Schlaufe noch einmal aufziehen, sehen wir, unser dunkles Band liegt in der hellen Schlaufe fest verankert. Wir ziehen das zu, unser rechtes Band liegt fest in der Schlaufe. Wir fangen mit dem oberen rechten Band an, schlagen das einmal nach hinten zur Seite um, sodass wir auf der rechten Seite 3 Bänder übereinander liegen haben und schon eine halbe Dreiecksspitze. Wir schlagen unser dunkles Band noch einmal nach unten um, sodass wir ein großes Dreieck haben. Wenn wir das nun zusammenklappen, dann kriegen wir keine schöne Spitze hin. Wir lassen ein bisschen Raum. Wir brauchen Platz, um zweimal die Dicke unseres Stoffes unterzubringen. Also wir brauchen 1 Millimeter Raum. Dann können wir unser Dreieck zusammenfalten und haben die erste Spitze, die fixieren wir mit einem Clip. Wir öffnen, wie gerade gezeigt, die erste Schlaufe noch einmal und führen unser loses Bandende zurück. Die Schlaufe schließen wir, sodass sich die Spitze festsetzt. Die nächste offene Schlaufe ist nun direkt links neben der Spitze. Mit der möchten wir weitermachen. Damit das geht, drehen wir unseren Stern eine Vierteldrehung nach rechts. Zur rechten Seite zeigt jetzt noch ein Band. Von den beiden oberen Bändern wählen wir das rechte aus, schlagen das nach hinten um und legen das zur rechten Seite, sodass wir erneut ein kleines Dreieck erreichen.
schlagen dasselbe Band nach unten, dass wir ein großes Dreieck erreichen, achten wieder auf unseren Millimeterplatz und klappen unseren Stoffstreifen wieder zur Mitte um, damit wir eine zweite Spitze erhalten. Die fixieren wir ebenfalls mit einem Clip, öffnen wieder die Schlaufe, von der wir gerade gesprochen hatten, und führen unser Band durch die Schlaufe nach unten. Ziehen diese Schlaufe wieder fest, sodass sich unsere Spitze festsetzt. Drehen das Ganze wieder eine Vierteldrehung nach rechts. Haben wieder eine offene rechte Schlaufe. Nehmen unser oberes rechtes Band, schlagen das nach hinten um zu einem kleinen Dreieck, schlagen das nach unten zu einem doppelten Dreieck, achten auf den Millimeterplatz, schlagen unser Dreieck zur Mitte hin zusammen und fixieren das mit einem Clips. Dieses Band fädeln wir wieder durch unsere gerade geöffnete Schlaufe, ziehen die Schlaufe fest und haben die dritte Zacke fertig. Drehen das Ganze erneut eine Vierteldrehung nach rechts. Nehmen den rechten hellen Streifen, der nun nach oben zeigt, aber da haben wir jetzt das Problem, wir haben keine offene Schlaufe mehr. Wir fangen trotzdem genauso an. Wir legen das kleine Dreieck, fixieren das, klappen unser Band nach unten zu einem großen Dreieck, fixieren das, denken an den Millimeterplatz, falten unser Dreieck zusammen, fixieren unsere Spitze und können unser Band jetzt nicht mehr durch die offene Schlaufe zurückziehen. Wir haben eine geschlossene Schlaufe. Dafür haben wir jetzt unsere Sicherheitsnadeln. Wir schieben einfach die Sicherheitsnadel durch unsere geschlossene Schlaufe hindurch und haben nun die ersten 4 Zacken vom Stern. Wir entfernen die Clip und bügeln das Ganze gut ein. Wenn wir offene Fädchen haben, schneiden wir die einfach so weit das geht heraus. Wir drehen den Stern einmal um und haben nun wieder oben rechts die gleiche Situation. Wir haben dieses Mal 2 Bänder übereinander. Wir nehmen das obere rechte Band, schlagen das nach hinten um, falten das Band wieder nach unten, falten unser Dreieck zu einer Spitze zusammen. Moment, ich richte das nochmal eben aus, jawohl. Und wir fixieren unser Dreieck. Unser Band können wir nun durch die geschlossene Schlaufe ziehen mit Hilfe unserer Sicherheitsnadel und richten unsere Spitze nochmal aus. Wir drehen unseren Stern wieder eine Vierteldrehung nach rechts. Nehmen das obere rechte Band, schlagen das nach hinten um, schlagen das nach unten, klappen unser Dreieck zusammen, fixieren die entstandene Spitze mit einem Clip und wenn wir möchten, können wir auch die Schlaufe wieder offen ziehen. Hoppala. Und unser Band durch die Schlaufe zurückziehen und die Schlaufe wieder fixieren. Richten die Spitze aus und drehen das Ganze eine Vierteldrehung nach rechts. Das obere Band schlagen wir nach hinten um zu einem kleinen Dreieck, schlagen es nach unten zu einem doppelten Dreieck, haben einen Millimeter Raum, falten unser Dreieck zu einer Spitze zusammen. Und ziehen unser Band durch die Schlaufe, damit die Spitze fixiert ist. Wir drehen unseren Stern eine Vierteldrehung nach rechts, nehmen das 4. rechte Band und falten unseren Stern.
Wir führen den vierten Streifen zurück und haben unsere vierte Spitze fixiert. Wir nehmen den Clip wieder ab und bügeln unsere Spitzen ein. So, jetzt geht es weiter mit den nach oben gerichteten Spitzen. Jetzt wird der Stern dreidimensional. Um die oberen Spitzen falten zu können, brauchen wir eine Basis. Zunächst einmal schlagen wir den oberen linken Streifen zur Seite. Das ist nur, damit ich besser zeigen kann, damit wir einmal sehen, was passiert. Wir greifen den rechten Streifen. Wenn wir an der linken Sternzacke ziehen, dann sehen wir, dass wir den rechten Stoffstreifen wieder zurückziehen. Ziehen wieder gegen. Das ist genau der Streifen, mit dem wir beginnen. Wir schlagen diesen rechten Stoffstreifen einmal über die linke Spitze. Den unteren Stoffstreifen schlagen wir nach oben. Den ersten Stoffstreifen lege ich eben aus dem Weg. Den linken Stoffstreifen schlagen wir nach rechts und jetzt schlagen wir den oberen linken Stoffstreifen nach unten. Das fixieren wir. Diese 4 Stoffstreifen liegen lose. Wir drehen das Ganze einmal um und wiederholen den gleichen Schritt. Zunächst einmal räumen wir den ersten oberen linken Stoffstreifen zur Seite. Wir schlagen den rechten Stoffstreifen nach links. Den zweiten räume ich nur eben aus dem Weg. Wir schlagen den unteren Stoffstreifen nach oben, den linken Stoffstreifen nach rechts und den oberen Stoffstreifen nach unten, sodass wir wieder 4 lose umgelegte Stoffstreifen haben. Das Ganze fixieren wir wieder mit dem Bügeleisen. Wir nehmen den rechten unteren Stoffstreifen und schlagen ihn über die Mitte nach unten, sodass wir ein kleines Dreieck erhalten. Und wir schlagen die dunkle Seite des Stoffbands oben liegend durch unsere Schlaufe und durch unsere Sternzacke. Dunkles Dreieck, dunkle Schlaufe und wir ziehen das Ganze durch unsere Sternzacke. Und schon ist der erste obere Stern fixiert. Noch einmal, wir drehen eine Vierteldrehung nach rechts, nehmen das untere rechte Band, schlagen das aus der Mitte heraus um, schlagen das mit einer Schlinge wieder zurück und führen unser Bandende einmal unter unserem zurückgeschlagenen Band durch unsere Spitze zurück. Drehen das Ganze eine Vierteldrehung nach rechts, nehmen das rechte untere Band, schlagen das über die Mitte nach unten, kippen das zur Seite. Wir hatten ein dunkles Dreieck gebildet und haben nun die dunkle Stoffseite oben liegen. Die schieben wir wieder unter unserem zurückgeklappten, nach oben gerichteten Band durch und durch die Schlaufe und fertig. Das Ganze noch einmal. Eine Vierteldrehung nach rechts. Wir nehmen das rechte untere Band, schlagen das über die Mitte nach unten über den unteren Streifen, legen eine Schlinge und schieben diese Schlinge durch unsere Schlaufe. Die erste Seite ist geschafft und wir wenden unseren Stern. Wir wiederholen auf der zweiten Seite. Wir nehmen den rechten Stoffstreifen, schlagen ihn nach unten, kippen ihn zur Seite, erhalten hier ein dunkles Dreieck, führen den Stoffstreifen zurück, die dunkle Seite liegt oben und führen den dunklen Stoffstreifen durch unseren Sternenzacken hindurch. Noch einmal rechte Seite nach unten rüber kippen, helles Dreieck. Der helle Stoffstreifen liegt oben und wir führen den hellen Stoffstreifen durch unseren Sternenzacken mit Hilfe unserer Sicherheitsnadel. Ein Vierteldrehung, nehmen den rechten Stoffstreifen, schlagen ihn nach unten, kippen ihn zur Seite, haben ein dunkles Dreieck und führen nun die dunkle Stoffseite durch unseren Sternenzacken. Die letzte Vierteldrehung. Wir nehmen den letzten rechten Stoffstreifen, kippen ihn zur Seite, haben ein helles Dreieck und führen die helle Seite oben, den letzten Stoffstreifen, durch unseren letzten Sternenzacken. Und unser Stern ist fertig. Jetzt müssen wir ihn noch versäubern.
Zunächst einmal entfernen wir unsere Sicherheitsnadeln. Nun schneiden wir die überhängenden Stoffenden ab. Wir ziehen den Stoffstreifen ein bisschen aus unserem Sternenzacken heraus und schneiden den übrigen Stoffstreifen ab. Das wiederholen wir an allen 8 Zacken. Und es ist geschafft. So, an meine Fröbelsterne aus Stoff werde ich nun noch ein paar Bänder anbringen, damit ich sie schön aufhängen und dekorieren kann. Ich hoffe, ihr hattet Freude an dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Woche, bleibt gesund und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!